Oh yes, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, es wird der Vergleich zwischen Active Cruise Control von der KTM 1290 Super Adventure S und der Ducati Multistrada V4 S. Ich habe jetzt das Glück gehabt, indirekt durch nicht so glückliche Umstände, wie du gerne hier, dass ich sowohl die Ducati Multistrada V4 S vor einem Jahr gefahren bin, oder das letzte Jahr, und jetzt die KTM 1290 Super Adventure S habe. Beide aktuellste Modelle, und dementsprechend haben beide den Abstandstempomat. Und das Spannende ist, ich finde, sie verhalten sich grundlegend unterschiedlich. Und das möchte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich finde, das ist geil, habe ich auch noch nie irgendwo gehört. Man sagt halt einfach, ja, die Systeme funktionieren und ja, die Systeme machen Spaß. Und ja, das ist, glaube ich, eine Philosophiefrage, ob man sie mag oder nicht. Ich finde wichtig, hier kurz die Unterschiede zu erwähnen. Also, einfach weil das ein geiler Kanal ist. Das erste vorweg, mit dem, jetzt kommt's, auf die Wordings aufpassen, Tempomat der KTM 1290 Super Adventure S kannst du auch eine Geschwindigkeit von 210 km/h einstellen. Ist das geil? Ja, natürlich ist es geil. Wieso ist das geil? Weil ich mich auch vor allem, erstens, wir sind hier in Deutschland, zweitens, weil ich mich auch vor allem aufgeregt habe, dass bei der Ducati die Maximalgeschwindigkeit 150 km/h war und beim Active Cruise Control. Und ich mir immer gedacht habe, verdammt, aber in Deutschland, ich finde auf der Autobahn, wenn du einfach schnell Kilometer machst, irgendwie von uns hier München nach Garmisch, 170 ist auch noch eine angenehme Cruise-Geschwindigkeit. Dann komme ich von der BMW S1000R, wo ich meinem Händler damals gesagt habe, ja, die Maximalgeschwindigkeit für den Tempomat ist 190. Und er hat gesagt, krass, hat noch nie jemand ausprobiert, hat er noch nie gehört, hat ihn aber gefreut. Genau, da war es 190, also war natürlich der Standard einfach hoch, weil auch 190, jetzt nicht mehr so ganz gemütlich, aber wenn du einfach hier Kilometer machst mit dem Naked Bike, 40 sind es von München nach Garmisch, und du willst einfach gemütlich cruisen, etwas sportlicher, haust du einen Tempomat auf 190, machst einfach die Kilometer, bist bald in den Bergen, schaffst es noch bis zum Timmelsjoch von hier nach Feierabend. Genau, also der erste große Unterschied, und ich finde definitiv 1:0 für die KTM. Man kann nämlich wählen zwischen, das ist wieder eine geile Ducati-Geschichte, die mir eingefallen ist, zwischen dem Tempomat und dem Abstandstempomat, also Cruise Control und Active Cruise Control. Echt, zuerst dachte ich mir, wieso brauchst du die Einstellung? Aber deshalb, wieso habe ich gerade geschmunzelt im Verkaufsgespräch damals von der Ducati. Und viele von euch fragen sich, wieso hat er nicht wieder eine Ducati? Ja, was mich echt schockiert hat, preislich sind die eins gleich auf. Also unterm Strich bezahlst du ganz gleich viel für eine voll ausgestattete KTM wie für eine Ducati. Deshalb wäre voll egal gewesen. Hätte mir einfach wieder eine Ducati hinstellen können. Aber besonders im Kauf, damals in den Verkaufsgesprächen und in den Kaufgesprächen, hat es echt viele Punkte gegeben, die mir nicht so ganz gefallen haben. Unter anderem auch der Faktor Wahrheit. Und so hat er mir auch gesagt, ja, du kannst auch ACC ausschalten, kannst nur Tempomat benutzen. Und ich dachte mir damals schon, wer braucht das und wieso braucht man das? Aber habe gesagt, okay, aber das Feature gibt es nicht bei Ducati. Ist mir auch verkauft worden, als ob es das gibt. Aber alles off-topic. Wir leben jetzt in der Welt von KTM. So gibt es das. Mega geil. Also eigentlich, ich weiß es nicht, ich habe es nicht über 210 getestet. Aber ich glaube, du kannst einfach so schnell wie du fährst diesen Tempomat setzen, weil sonst wäre die Grenze schon definitiv unter 200, hätte ich mal gesagt. Genau. Dann Punkt Nummer 2. Das Verhalten der Software, des Abstandstempomaten, des Auffahrens. Und zwar auch wirklich phänomenal. Faktor 1. Ich fahre einem Motorrad hinterher. Ich finde, das ist ja ein Abstandstempomat. Wir haben ein Motorrad. Das Geilste ist doch, also auch, wir gehen immer von diesem Fall aus, wann benutze ich es? Sperrlinie, irgend so eine, unter Anführungszeichen, Talstraße, irgendwas, wo du halt nicht überholen darfst. Da ist irgendwie 80, da fährt die Kolonne, doppelte Sperrlinie, einfache Sperrlinie, voll egal. Du machst einfach diese Kilometer, bis du da durch bist, und freust dich, dass du danach wieder durchziehen kannst. Genau, dementsprechend schaltet mal diesen Abstandstempomat ein, und da kann ja auch sein, dass vor dir ein Motorrad fährt. Jetzt habe ich damals, und das steht tatsächlich auch im Handbuch von der Ducati, da steht auch, Einräder werden nicht erkannt. Voll geil. Denkst du dir natürlich, also
Da steht, 2 Räder werden nicht erkannt. Denkst du dir natürlich beim ersten Mal voll geil, ja, kauf mir ein Motorrad mit dem Abstandstempomat und kann keinem anderen Motorrad hinterherfahren. Und man hat es ja in anderen Review-Videos von der Multistrada gehört. Ja, stell einfach die größte Abstandsstufe ein. Und wenn dann 2 Motorräder hintereinander fahren und die fahren so versetzt, na klar, sieht auch aus wie ein Auto für einen Sensor vielleicht, dann wird das schon erkannt und da bleibt auch hinten, ja, funktioniert schon so einigermaßen. Manchmal beschleunigt er halt spontan und du hast einen kurzen Schreck, aber du wirst überleben. Aber es ist halt nicht cool. Die KTM kann, sage ich jetzt so subjektiv, auf den ersten 6000 Kilometern, wo ich das erlebt habe, die kann komplett stressfrei und problemlos einem anderen Motorrad hinterherfahren mit aktivem Abstandstempomat auf jetzt so einem benannten Straßenabschnitt. Ist cool, macht Spaß. Also 2:0 für die KTM. Es kommt aber noch. Also Punkt 3 von 3. Und ja, ich würde sagen, vielleicht der wichtigste, dürft ihr entscheiden. Und zwar, es gibt einen großen Unterschied in der Umsetzung. Und zwar Gemütlichkeit versus deutsches Richtmaß. I don't know, Perfektion, Einfachheit in der Umsetzung. Aber ja, was mir subjektiv einfällt, und ich bin jetzt aber länger keine Ducati mehr gefahren, aber damals war ja der Wechsel relativ schnell, innerhalb eines Monats. Und die Ducati bin ich ja doch ein Jahr und über 20.000 Kilometer gefahren. Genau, also was mir aufgefallen ist, oder was ich denke, was mir aufgefallen ist, teilt es gerne, wenn jemand auch diese beiden Bikes über längere Zeit gefahren ist. Ha, ich laufe diese Richtung, kann nicht länger quatschen, da kommt doch mal ein kleiner Weg. Genau, die Ducati hat meiner Meinung nach eine gemütlichere Umsetzung gehabt des Tempo-Aufholens und des Tempo-Verringerns bzw. Abstand wiederherstellens. Was heißt das jetzt genau? Bedeutet, vor dir fährt ein Wagen, der bremst. Bremst jetzt auch der Abstandstempomat sofort oder etwas gemütlicher? Vor dir fährt ein Wagen und der beschleunigt. Beschleunigt jetzt der Abstandstempomat direkt 1:1 super stark? Ja, bei der KTM gibt es 2 Einstellungen, aber Komfort ist alles, was ich bisher benutzt habe. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es bei Sportmodus läuft. Genau, also wie beschleunigst du jetzt? Eher stark oder eher gemütlich? Kann auch was mit der Motorcharakteristik zu tun haben. Aber was ich so erlebt habe und was ich mir einbilde, bei der Ducati ist es gemütlicher gelaufen. Bedeutet, am Anfang war es für mich extrem hart. Okay, sagen wir mal, du fährst jetzt auf wieder mal so ein Zwischenortsgebiet, 80, da fährt jetzt einer vor dir, keine Ahnung, der bremst jetzt ein bisschen, aber nicht wirklich hart und dann beschleunigt er wieder ein bisschen. Und du denkst dir halt, ja, wenn du jetzt einfach so frei gefahren wärst mit der Hand am Gashahn, hättest du das halt einfach ausgeglichen. Statt 20 Meter Abstand wären halt einmal 17 Meter Abstand gewesen und dann wieder 23. Aber du hättest das einfach kompensiert und das war gemütlich. Und ich bilde mir ein, die Ducati hat das auch so geregelt. Die war jetzt nicht so, okay, der definierte Abstand ist 20 Meter auf diese Geschwindigkeit. Ich halte immer 20 Meter ein. Bedeutet, der vor dir bremst, in dem Moment bremst schon das Moped automatisch. Der vor dir beschleunigt wieder und sofort zieht das Moped wieder an. Genau, das bringt halt eine gewisse Ungemütlichkeit. Ich finde besonders, wenn du halt jetzt mit Sozius unterwegs bist. Also das will man halt einfach nicht. Und genau, die KTM, würde ich jetzt sagen, macht das eher so. Hey, ich glaube, es fängt hier zu nieseln an, also ab in den Wald. Genau, die KTM macht das eher so, dass die Umsetzung, würde ich sagen, eher 1:1 direkt ist. Bedeutet, es wird halt, was ja auch auf eine Art korrekt ist, du stellst dir den Sicherheitsabstand her. Du schaust halt, dass immer hier 20 Meter hergestellt sind. Bedeutet, es ist ja ein Sensor, der arbeitet auf 0 Reaktionsgeschwindigkeit. Wir verstehen uns. Und dementsprechend sagt die Umsetzung halt sofort bremsen. Und dann beschleunigt er uns sofort wieder beschleunigen. Genau, das Ding ist halt vielleicht auch wegen dem Zweizylinder. Der beschleunigt dann halt härter. Also sagen wir mal, mit dem Bremsen kann man ja noch leben. Es ist ja nicht so schlimm, wenn du direkt weißt, okay, der ist aufmerksam, der passt auf. Ja, das Beschleunigen macht halt so. Genau, wenn du halt nicht selber beschleunigst und das Beschleunigen ein starker Ruck ist, dann ist es halt spannend. Und ist es auch einfach ein bisschen schnell. Also das waren jetzt wirklich die 3 Punkte, die mir so aufgefallen sind. Es gibt vielleicht noch einen Bonuspunkt. Und zwar natürlich in starken Kurven, besonders wenn du in Italien oder Südtirol fährst,
bricht er in der Regel ab, also durch so Dörfer und Orte dort, aber das machen beide gleichermaßen. Durchzufahren hat keinen Sinn. Auch im Ort bricht bei beiden Motorrädern der Abstandstempomat ab. Ja, ist halt so, aber das gibt es bei uns eigentlich eher weniger. Bei uns läuft das. Ja, beide sind einfach so, finde ich, ganz gemütlich zu fahren. Wenn du auf der Autobahn einfach Kilometer machst 140 rein. Genau, bei KTM geht es auch bis 150. Ich bilde mir irgendwie ein, bei der Ducati waren es 160. Genau, für den ACC. Aber ja, die 150 sind auch eine super gute Cruise-Geschwindigkeit. Machst du an, cruist du. Oder auch wenn einfach 100 ist auf der Autobahn oder 120 oder 80 in der Baustelle, machst du einfach an, cruist du durch, fährst mit und danach ready to race. Genau, kannst du einfach wieder gemütlich dein Tempo weiterfahren. Und auch dynamisch weiterfahren. Perfekt, also das war das Video zu den Unterschieden der Abstandstempomaten zwischen der Ducati und der KTM. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne rein damit in den Kommentare. Und war schön mit euch. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald. Ciao, immer gute Fahrt.